ist wieder 6 Uhr morgens. Wir sind gerade beim Fushimi-Naru-Schrein, beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Es ist voll und Leute gehen bereits schon zurück. Es ist 6 Uhr morgens. Also seid früh. Wir waren jetzt hier an diesem Spot und es wird immer mehr. Die Leute kommen und ja, wir hatten richtig coole Aufnahmen und ihr müsst richtig früh kommen, damit ihr überhaupt keine Leute auf dem Bild habt. Es ist bereits jetzt möglich. 6:36 Uhr, glaube ich jetzt mittlerweile. Oha, ja, erzählt euch doch, der war viel länger. Und es wird immer mehr. Aber wir hatten richtig Glück. Wir haben Aufnahmen ohne Menschen drauf. Und das war unser Ziel. Wir können eigentlich schon nach Hause fahren. Das ist gerade ein schöner Zufall. Es ist frei. Also wenn ihr weiter nach oben geht, wir sind jetzt ein bisschen über der Hälfte. Die meisten gehen in nur ein Viertel oder Hälfte der Strecke hoch. Ja, machen 1, 2 Fotos und gehen wieder. Deshalb, falls ihr dann doch Ruhe haben wollt, müsst ihr einfach ganz nach oben. Ah, ist echt Ruhe gerade. Guck mal her. Zack, alles leer. Gut. Aber wir haben ja schon so Fotos gemacht, sogar im sehr, sehr guten Sonnenlicht. Kalt? Ja. Also wir haben den 31. März. Der 31. März und es ist saukalt. Nehmt euch eine Jacke mit, wenn ihr zu der Kirschblütenzeit hier in Japan seid. Ja, es ist echt kalt. So, wir sind jetzt hier. Keine Lust nochmal den ganzen Weg hier rumzugehen, deswegen wir gehen zurück. Keine Kraft mehr. Wir sind auf dem Weg nach unten und es wird immer voller. Die Schlangen bilden sich langsam und später wird es noch voller. Also es ist jetzt gerade mal 8:30 und es ist jetzt schon voll. Also wenn ihr coole Fotos und ein cooles Erlebnis haben wollt, kommt ganz früh, am besten 6 Uhr morgens, sodass ihr ganz allein hier seid. Ist voll, oder? Ja. Und es nimmt kein Ende. Es wird immer voller. Also ihr braucht um 9 gar nicht herzukommen. Ist egal. Das ist unnötig dann, um diese Uhrzeit. Hier sind wir jetzt, wo wir vor fast 2 Stunden geshootet haben und es ist voll. Keine Chance, jetzt hier überhaupt Fotos zu machen. Es ist einfach zu voll. Mit dem Kinderwagen? Nee. Nimmt kein Kinderwagen hier. Wir fahren jetzt zum Bahnhof zurück. Wir fahren jetzt natürlich auf den Starbucks, klar. Und dann fahren wir nämlich zum Bamboo Forest. Das ist nämlich unsere letzte Station für heute in Kyoto. Es gibt viele Bamboo Forests hier in Kyoto. Der eine heißt mit einer irgendwas mit. wird hier eingeblendet. Ja, wir blenden euch das ist mal ein. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall gleich hin. Aber erstmal holen wir uns einen schönen Matcha und einen White Chocolate Mocha bei Starbucks. Es ist voll, schaut euch das bitte an. Vorhin war das ja alles komplett leer. Also, wenn ihr um 9 Uhr hier seid, wie gesagt, kommt nicht mehr hin. Lohnt sich nicht mehr. Echt nicht, lohnt sich nicht mehr. Wir sind jetzt in der Nähe vom Bamboo Forest angekommen und haben spontan so eine schöne Trainfahrt gebucht, also Zugfahrt gebucht, mit einem ganz speziellen Zug. Vielleicht sieht man das jetzt hier auf dem Bild gleich. Ich blende euch nicht am ein. Ja, spontan einfach gebucht. 1700 Yen haben wir gezahlt. Wir hatten Glück, wir haben noch 2 letzte Plätze auf der Rückfahrt erhalten. Normalerweise sind die Plätze jetzt komplett ausgebucht. Ihr seht, da hinten ist eine Tafel, das blinkt da so jetzt schön. In Rot ist ausverkauft, Gelb ist Standplätze. Die haben wir auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt haben wir tatsächlich noch Glück gehabt, für 13:30 Uhr dann Sitzplätze zu bekommen. Genau, da fahren wir dann lang. Soll ganz schön sein. Wir haben noch ein bisschen Zeit, es ist jetzt gerade mal 11 Uhr und werden dann einmal jetzt im Bamboo Forest entdecken und dann hier zurückkommen und den Train genießen. Ja, das war zufällig. Das habe ich nämlich heute noch auf Insta gesehen, heute Morgen. Eine Romantic Shrine. Romantic Train. Bitte, so heißt es. Und das waren die letzten 2 Seats. Ja, komplett. Auf der Rückfahrt. Sehr, sehr viele Kirschblüten und so werden zu sehen sein. Sehr gut. Also ihr kommt sozusagen direkt von der Station hierher, zack, und geht hier rüber und könnt euch ein Ticket für diesen Zug kaufen. So, auf geht's zum Bamboo Forest. Very good. So,
ist voll. Wie ihr seht, links und rechts, ja, Busse, Autos, einfach voll. Also wenn ihr das in Ruhe genießen wollt, dann kommt auf jeden Fall früh, aber das hier ist einfach voll. Also Snoopy, egal wo, ist überall vertreten. Selbst im Starbucks auf der Rechnung und hier gibt es sogar einen Snoopy Kaffee oder Chocolate, irgendwas. Ein Store. Dann müssen wir so. So, wir befinden uns jetzt im Tenryuji-Tempel, beziehungsweise im Garten von dem, auf dem Weg zu diesem Tempel. Es ist wunderschön hier, super viele schöne Blumen. Pflanzen, Blumen. Und es ist sozusagen am Ende des Bamboo Forests. Also wir sind lang gegangen, fast bis zum Ende, es geht noch ein kleines Stückchen. Hier ist ein kleiner Eintritt von 500 Yen, also knapp 2,50 Euro wobei pro Person. Und dann gehen wir noch einmal bis hin zum Tempel und gehen dann zurück zum Zug, damit wir den auch nicht verpassen. Hier im Tempel ist ein kleiner verborgener Spot zum Fotografieren. Schaut mal selber, um sozusagen die Bambusbäume zu fotografieren. Habt ihr hier einen coolen Spot, da könnt ihr euch raufsetzen und könnt richtig coole Bilder wie diese machen. Also da ist der Eingang und hier ist im Prinzip die Stelle. Okay, also ihr habt hier so oder so Zäune, allen drum und dran, überall sind Zäune. Und ihr werdet keinen Spot haben, wo ihr sozusagen direkt im Bambuswald steht. Das heißt, der Spot, den wir euch eben gezeigt haben, das ist wirklich der Geheimtipp. Da könnt ihr euch Zeit lassen, Fotos in Ruhe machen. Alle machen hier links und rechts Fotos von mir. Aber da habt ihr Ruhe, habt genug Zeit, um richtig coole Fotos zu machen. Weil schaut selbst, wie voll es einfach ist. Es ist zu voll. Da Die ganze Zeit ein Video darüber, wie man Fotos macht und wo. ja. Sollen ja echt Geheimtipps, wo kann man am besten Fotos machen? Das ist doch alles voll. Ich will hier ein cooles Foto machen. Hier wäre auch noch ein Spot, aber hier darf man nicht fotografieren und es stehen halt richtig viele Leute hier. Ihr seht, das ist voll. Hier darf man nicht. Wenn ihr mit so einer Rikscha fährt, dann habt ihr anscheinend hier nochmal einen Spot. Achtung. Ja. So, der stresst schon rum, dass man da nicht stehen darf. Ihr habt einen Fotospot von uns bekommen. Jetzt fahren wir, beziehungsweise jetzt gehen wir zum Zug, denn gleich in einer halben Stunde fährt er ab und wir müssen noch ein bisschen hingehen. Deswegen, let's go. Nein, das ist noch nicht unser Zug. Achso, was ich erzählen wollte, hier links und rechts von mir sind noch so kleine Shops mit Souvenirs. Zum Beispiel mit dem hier. Ganz viele coole Cafés, zum Beispiel Snoopy Chocolate Café oder Shop eher. Chocolate. Nicht Schokolade. Chocolate. Und das hier ist auch ganz cool. Süßkartoffeln. Ja, eine riesen Auswahl, aber auch ziemlich voll. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig bis zum Zug. Ihr seht selber, es ist voll. Achso, und mit dem Auto? Keine Chance hier. Zu voll. Das ist ein Chef. Strawberry Matcha Latte. Was ist sonst hier? So, wir haben jetzt unser Ticket. Wir haben leider tatsächlich einen Stehplatz. Die Leute, die einen Sitzplatz haben, dürfen schon rein. Wir stehen jetzt hier ganz vorne. Wenn ihr also einen Standplatz habt, kommt so eine halbe Stunde früher, damit ihr dann dementsprechend auch gleich am Fenster sitzt oder steht. So, gleich geht's rein. Wir haben Wagen Nummer 5. Also ganz wichtig, wenn ihr Wagen Nummer 5 habt, dann geht ihr hier hin, ganz nach rechts. Und hier Wagen 1 bis 4, wenn ihr einen Sitzplatz habt. Eine richtige Diesellokomotive. Okay, also hier sind wir wirklich in der Holzklasse. Aber wir haben auf dem Rückweg richtig coole Sitzplätze im Wagen 1. Darauf freuen wir uns schon. So, wir haben einen Fensterplatz direkt vorne.
fahren hier jetzt 15 Minuten. Ja, wir fahren schon 15 Minuten. Machen einen kurzen Stopp. Ist ganz cool hier. Wir sind hier als Einzige tatsächlich an diesem Standplatz. Wir haben auch unsere 360-Grad-Kamera mit, das heißt, wir haben die ganze Fahrt in 360 gefilmt. Wenn ihr euch das angucken wollt, dann schaut es euch gerne an in 8K. Wir sind jetzt zurück an einer Station, wir fahren gleich mit dem gleichen Zug wieder zurück. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, es ist windig, es ist kalt, Kirschblüten sind nur hier. Wir müssen zu Wagen 1, denn wir fahren mit dem gleichen Spiel zurück. Let's go. Normalerweise sind auf dem ganzen Weg Kirschblüten, aber wir sind zu früh. So, wir fahren jetzt mit dem gleichen Zug wieder zurück. Wir haben uns jetzt mal kurz beiseite gestellt. Also auf den Bildern bewerben die den Zug, dass er auf der ganzen Strecke halt diese Kirschblüten hat. So, auf geht's zurück zum Hotel. Übrigens, ich habe meinen Rucksack hier vorne, weil man das im Zug so macht. Man darf den oder sollte man nicht auf dem Rücken tragen, das ist irgendwie respektlos. Wir fahren jetzt zurück zum Hotel, holen unseren Koffer, die wir im Hotel gelassen haben und fahren weiter nach Osaka. 1 Stunde aus Kyoto, fahren wir mit dem Zug hin, ganz entspannt, jede 5 Minuten fährt ein Zug hin gefühlt. Ja, das ist so, 5 Minuten, ja, perfekt. So, jetzt fahren wir ganz schnell mit dem Bus einmal zurück zum Hotel. So, wenn ihr in Japan mit dem Auto fahren wollt, dann braucht ihr eine Übersetzung. Die habe ich hier. Ihr müsst alle Angaben angeben und sozusagen hier bei 7-Eleven einfach die Referenznummer eingeben. Das macht ihr hier in dem Fall einfach auf Englisch. Gebt dann auf Print und Netprint und dann gebt ihr hier die Referenznummer ein, die ihr sozusagen bei eurer Registrierung dann bekommt. Ich blende euch die Seite ein. So sieht das dann am Ende des Tages aus. Das braucht ihr, um Auto zu fahren, hier in Japan. Und das machen wir in Okinawa, richtig? So, wir sind in Osaka angekommen, in unserem Hotel. Hinter uns seht ihr das. Ein richtig cooles Hotel. 4-Sterne-Hotel. Sieht sehr, sehr schön aus. Modern, frisch, ja. Bisschen größer als woanders. Ja, 3 Quadratmeter mehr als woanders. Also wenn ihr in Osaka seid, bucht dieses Hotel. So, wir sind jetzt in einem coolen Restaurant. Da hinter mir ist eine richtig fette Schlange. Also die sind schon weit aus am den Bürgersteig, keine Ahnung. 30 Leute haben hinter uns gewartet, die haben uns einfach angestellt, weil es schon eine kleine Schlange war. Und jetzt sitzen wir hier und wir haben uns Roast Beef Steak bestellt, also so eine Bowl und Skirt Steak auch in so einer Bowl. Wurde uns empfohlen von den Einheimischen hier. Ja, wir gucken, wie das schmeckt. Die Schlange steht draußen, bestimmt. Man bekommt immer hier Wasser und du kannst dir Wasser auch immer nachholen. Und dann ein bisschen Schärfe, Gewürze. Wir haben insgesamt dafür jetzt 2.600 Yen bezahlt. Okay, wir haben jetzt das umgesetzt, das ist netter zu essen. Wir haben letztens im Urlaub, wir lernen natürlich, wenn wir reisen, viele Leute kennen. Und aus dem letzten Urlaub haben wir eine Südkoreanerin kennengelernt, die uns angesprochen hatte. Die meinte, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sie meinte, wir haben auch erzählt, dass wir bald in Seoul sind. Sie hat uns heute eine riesen Liste an Tipps und Tricks, Restaurants und Apps und allem drum und dran geschickt. Also wenn ihr nach Seoul fliegt oder fliegen wollt, dann schreibt uns gerne. So, wir haben jetzt das bekommen hier. So sieht das aus. Das sieht gut aus. Wie war's? Sehr gut. Osaka Dotonbori. Also da hinten ist dieser laufende Mann auf dem Display, der ist sehr bekannt auf Instagram, keine Ahnung, warum auch immer. Ich kannte den nicht. Wir werden hier noch ein bisschen lang schlendern. Was wir auf jeden Fall hier feststellen ist, Osaka ist eine sehr bunte, lebendige Stadt. Also ganz anders als Tokio oder als Kyoto. Wir werden den Abend hier noch ein bisschen genießen. An der Stelle würde ich sagen, dass wir den Vlog beenden. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wir haben zwar den Vlog beendet, ne? Aber wir schlendern hier noch ein bisschen durch Osaka. Schaut mal.